Think, Try, Transform. Der Podcast des Ruhr Innovation Lab. Mein Name ist Sven Anigettis und diese Folge geht euch alle an. Es geht nämlich um Cybersecurity, Sicherheit für die digitale Gesellschaft. Cybersecurity, das geht uns alle an. Die täglichen nervigen Spam- und Phishing-Mails, der Online-Betrug auf Fake-Websites, das kennen wir alle persönlich aus dem Alltag. Doch richtig gefährlich wird es, wenn nicht nur private PCs und Smartphones gehackt werden, sondern gleich ganze Infrastrukturen, zum Beispiel von Staaten. Wir haben es ja mitbekommen, zum Beispiel die E-Mail-Konten und Server der Bundesregierung, die gehackt wurden. Trollfarmen, die versuchen, Wahlen zu beeinflussen, und Cyberkriminelle, die Krankenhäuser oder sogar Universitäten stilllegen und erpressen. Und als wäre das nicht schon genug Herausforderungen, haben wir aktuell mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz in allen unseren Lebensfeldern noch stetig neue Herausforderungen, die sich mit einem sehr hohen Tempo ständig verändern. Und genau dieses Tempo widerspricht doch eigentlich der Art und Weise, wie Wissenschaft und Forschung normalerweise auf gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. Nämlich mit Bedachtsamkeit, langen Entwicklungs- und Reflexionszyklen und noch längeren Peer-Review-Verfahren, bevor die Ergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Wir haben jetzt 2 Gäste eingeladen, die aber genau mit diesem Tempo, mit dieser Entwicklung standhalten können. Und sie sind beide Teil des Exzellenzclusters CASA, das wir gleich vorstellen werden, nämlich Professor Eike Kilz und Professor Christoph Paar. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Einladung. Wenn Sie sich vielleicht mal gegenseitig vorstellen können. Sie haben ja sicherlich schon wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß nicht, ob eher auf Konferenzen, Besprechungen oder tatsächlich am PC im Labor. Was sind vielleicht Ihre Skills, Ihre Stärken und Schwächen? Ja, soll ich mal anfangen, Eike? Ja, genau. Also ich glaube, es gibt 2 Sachen, die den Eike auszeichnen. Einmal einer der besten Kryptografen weltweit und dann der coolste Professor hier an der Ruhr-Universität. Das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und wie wir alle hier extrem guter Teamplayer. Mhm. Ja, den Christoph, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, seit 2002. Da war ich noch ein junger, unbedachter Doktorand. Und dann ist der Christoph reingekommen aus Amerika, ein neuer Professor. Und dann waren wir alle ganz gespannt. Und dann hat mich damals schon beeindruckt, seine Energie, die er hatte. Und natürlich forschungsmäßig war das natürlich ein neues, tolles Themenfeld. Ne? Was, glaube ich, den Christoph ausmacht, neben dem, dass er wirklich ein Top-Forscher ist, dass er auch sehr gut mit Leuten ist. In Spanien sagt immer, te lo puede vender la moto. Also er kann dir ein Motorrad verkaufen. Und Christoph kommt rein in den Raum und dann hat er schon die Aufmerksamkeit von allen und kann einem tolle Geschichten erzählen. Und insgesamt, glaube ich, ein relativ toller Kollege. Und guter Gebrauchtwagenhändler wäre ich wahrscheinlich auch. Ich sehe, da gibt es sich schon eine Anschlussfolge, wo wir dann über diese Themen sprechen können. Stichwort Amerika und Spanien. Wir sind jetzt hier in Bochum an der Ruhr-Uni und nicht umsonst ist hier sozusagen ein Hotspot für Cybersecurity. Wir hatten das Stichwort Kryptographie schon. Was versteht man unter Kryptographie und was unter Cybersecurity? Also Kryptographie, also ich bin so tendenziell angewandter Kryptograph und wie ich das immer in meiner Anfängervorlesung vorstelle, das ist sozusagen der Motor der Cybersicherheit. Cybersicherheit ist ein ganz großes, komplexes System. Aber Kryptographie legt eigentlich die Grundlagen, die man braucht für fast jede Sicherheitslösung. Das ist jetzt an Anti-Phishing, Spam-Erkennung, Schutz gegen staatliche Angreifer. Da braucht man mal unten die kryptografischen Algorithmen und die sind eng mit der Mathematik verwurzelt. Und das ist, was Eike tendenziell macht. Genau, also man kann sich das immer so vorstellen, dass wenn wir Nachrichten verschlüsseln wollen, dann würden wir vielleicht erstmal die Nachricht, Hallo oder was auch immer, in Zahlen umwandeln. Ein A ist ein 1, B ist ein 2 und so weiter funktioniert das. Und dann haben wir Zahlen. Mit Zahlen können wir Mathematik betreiben. Da können wir exponentieren, können wir Sinus von rechnen und dann können wir das auch benutzen, um zu verschlüsseln. Und diese Algorithmen, wenn wir auf Zahlen arbeiten, die dann aus dem Klartext den Chiffretext machen. Also Chiffretext heißt, dass keiner mehr lesen kann, was der Klartext ist. Das sind Verschlüsselungsalgorithmen. Und das kann man halt mathematisch studieren. Und das ist jetzt natürlich nicht nur Quadrieren, sondern das sind wirklich komplexe Algorithmen, wo dann wir
dann schöpfen aus den Vollen der Mathematik von den letzten Jahrhunderten. Also sind tolle Techniken entwickelt worden und die wir dann versuchen hier einzusetzen, um Verschlüsselungsverfahren sicher zu machen. Okay, da kommen wir sicherlich im Detail später noch drauf, wo das genau eingesetzt wird und was da die Herausforderungen auch im Zeitalter von Quantencomputing und so sind, also der unglaublichen Berechnungsgröße, die heute so möglich ist. Vielleicht gehen wir den Schritt weiter. Du sagtest ja, sozusagen die Vorstufe oder die Grundlage von Cybersecurity. Was ist jetzt sozusagen der größere Rahmen Cybersecurity? Also es geht, wir haben ja so ein Schichtmodell, da sagen wir vielleicht gleich noch was zu, innerhalb von CASA, und wir betrachten eigentlich Cybersicherheit inzwischen als bestehend aus 6 Schichten, und das wirklich die unterste ist die Kryptographie, die sehr mathematiknah ist. Und aber genau wie Eike eben auch gesagt hat, das ist ja jetzt nicht nur so die Grundlage, das musst du verstehen und das sollst zu entwickeln, die liefert auch wirklich die handfesten Bausteine. Zum Beispiel WhatsApp, wenn wir da End-zu-Ende-Verschlüsselung heißt das, machen, da sind wirklich die kryptografischen Algorithmen aktiv, die Eike und Gregor Leander und die anderen Kollegen hier entwickeln. Das ist aber nur Schicht 1. Ne? Darüber kommt dann die Hardware-Schicht, dann haben wir die Software-Schicht, dann haben wir die Netzwerkschicht, ne? Genau, also wie diese Systeme, Smartphones sich zum Beispiel untereinander verständigen oder wie mein iPhone mit dem Apple-Server redet. Dann haben wir Human Aspects, also wie Menschen interagieren, das ein riesiges Thema ist. Und auch inzwischen dann nochmal die gesellschaftliche Schicht, also welche Auswirkungen oder welche Interaktion hat Cybersicherheit mit gesellschaftlichen Aspekten. Wie gesagt, Kryptographie ist extrem wichtig, ist aber eine von 6 Schichten. Okay, also es lohnt sich eigentlich, wenn wir jetzt viel Zeit in dieser Folge hätten, jede dieser Schicht mal ganz intensiv auseinanderzunehmen. Mich interessiert natürlich besonders die menschliche Seite, nämlich das wahrscheinlich ist damit auch gemeint, das Passwort 1234 am Computerbildschirm hängen zu haben und damit die ganze Infrastruktur quasi zu gefährden, die eigentlich an sich ganz gut gebaut ist. Aber da kommen wir dann später zu. Wenn wir jetzt Cybersecurity und Kryptographie denken, ist das ja sicherlich ein weltweites Thema. Wir haben das Stichwort schon gehört, wenn WhatsApp verschlüsselt mit Algorithmen oder auch mit kryptografischen Methoden, die quasi hier entwickelt wurden. Wie kam es dazu, dass das ausgerechnet Bochum quasi das Silicon Valley der Cybersecurity und der Kryptographie geworden ist? Ich glaube, da müssen wir lange zurückgehen. Das war, glaube ich, das Anfang der 2000er, wo ein Businessman, der Horst Goertz, damals so die Vision hatte, dass es irgendwo mal Forschung über Cybersicherheit gemacht werden sollte in Deutschland. Und insbesondere hat ihn natürlich dadurch, dass er eine Firma hatte, hat ihn natürlich auch interessiert, dass Abschlüsse generiert werden, also Leute ausgebildet werden in Cybersicherheit, in IT-Sicherheit. Und das gab es damals noch nicht, Anfang der 2000er. Und dann ist er hier nach Bochum gekommen und hat dann hier mit dem Rektorat verhandelt und hat dann 2 Stiftungsprofessuren Bochum zur Verfügung gestellt. Und der eine Stiftungsprofessor, der sitzt gerade noch neben mir, Christoph Paar war das damals. Und der Hans Dobbertin. Und der zweite Stiftungsprofessor war der Hans Dobbertin, der ist leider tragischerweise verstorben mittlerweile. Das waren diese beiden Gründungsdirektoren von dem Horst Goertz Institut. Das war 2002, also er hat wirklich klein angefangen. Und dann sind wir gewachsen in den nächsten Jahren und wahrscheinlich würde ich sogar sagen, insgesamt sind wir exponentiell gewachsen. Das heißt, am Anfang ist es noch relativ schleichend losgegangen. Dann kamen ein paar neue Professoren dazu, Professoren, Professorinnen. Und ich glaube, den nächsten Entwicklungsschritt hatten wir dann so im Jahre 2010, 2011. Dann bin ich damals dazu gekommen aus Holland mit dem Sofia Koweskaja-Preis. Der Thorsten Holz ist dazugekommen, damals noch als Juniorprofessor. Das heißt, wir haben unsere Expertise erweitert, wir konnten mehr Themen machen. Und das war dann damals, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir dann unser erstes Verbundprojekt erfolgreich eingeworben haben. Das war das Graduiertenkolleg SecHuman, ne? 2012. Ubicrypt war das, Ubicrypt 2012. Genau, und dann ging es weiter. Und dann haben wir neue Projekte gemacht, dann haben wir unsere Experimentierwiese, das SecHuman-Projekt, wo dann uns tatsächlich auch unsere Expertise erweitert haben, indem wir dann auch geisteswissenschaftliche
Projekte gesponsert haben. Das war so, wir haben das immer unsere Spielwiese genannt, ne? Wo dann so ein Techie, so ein Nerd halt aus der Informatik hat sich dann zusammengetan mit jemand aus den Geisteswissenschaften, Medienwissenschaften, Psychologen, Psychologinnen und so weiter und haben dann versucht, Tandemprojekte zu machen und haben man schon geschaut, was funktioniert nicht. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, manche Projekte waren nicht erfolgreich, aber so ein paar Projekte waren auch echt erfolgreich und haben uns dann weitergebracht. War das damals schon thematisch absehbar, wie relevant das, wenn man es jetzt aus der heutigen Sicht sieht, mal werden wird? Jetzt auch nicht nur in Bezug auf das Exzellenzcluster, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung? Oder wurde man da noch so ein bisschen exotisch gesehen als also 2001 war da, oder 2002 war das nicht klar. Man muss sagen, da war ja voll dieses Internetblase, ne? Oder die war da gerade geplatzt, aber Internet war in aller Munde. Und ich glaube, diese Einsicht, die der Horst Görz hatte, ne? Wohlgemerkt als Geschäftsmann, als Kaufmann, das Teil von dem Internetsicherheit, das ist ein zentrales Thema, das war damals noch nicht klar. Und das, wie Eike gerade gesagt hat, wir hatten halt auch damals schon ein sehr progressives Rektorat gehabt und die haben gesagt, klar, wir machen das, ne? War damals ein bisschen crazy, also auch gerade die Studiengänge. Ne? Die hatten damals einen Diplom-Studiengang IT-Sicherheit. Ne? Das war, klar, da waren sicher auch alle Reihe der alten Professoren nicht von begeistert. Ne? Wieso braucht man denn sowas? Ne? Das Rektorat hat gesagt, coole Idee, versuchen wir mal. Ne? War eine ganz tolle Sache. Und ich glaube auch, wie Eike auch gesagt hat, wir konnten ja immer junge Nachwuchsprofessoren dann einstellen, ne? Und damals gab es eben ganz wenig Stellen. Das heißt, wir haben wirklich die Stars, die es im deutschsprachigen und internationalen Raum gab, die konnten wir eben abgreifen, weil wir schon sehr früh so ein kleines Ökosystem hier gebildet hatten. Ne? Und ich glaube, war ein bisschen auch Mut zu Risiko. Ne? Also auch, ich glaube, damals vor 20 Jahren hätte keiner gedacht, dass Cyber Security so explodiert thematisch. Ne? Und dieser gesellschaftlichen Aspekt hat, glaube ich, nie einer dran gedacht damals. Ne? Wir wahrscheinlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, ich kann mich an die ersten Doktorandinnen erinnern, auch damals zu Beginn der Research School, die tatsächlich aus eurer Fakultät kamen und die hatten immer unglaublich Spannendes zu berichten. Das war für anderen irgendwie Neuland und was es alles für Sicherheitslücken gibt und so. Das war natürlich immer sehr aktuell, was die gesehen haben. Ich erinnere mich dann auch noch die Diskussion um den digitalen Ausweis und so weiter, wo quasi so Erfolge der Ruhr-Uni plötzlich in der Presse rumgingen, wo gesagt wurde, guck mal hier, die haben das irgendwie geknackt oder die konnten darauf hinweisen, dass da Lücken sind. Inwiefern ist Forschung da auch tatsächlich Beraterin von Institutionen? Ihr seid ja tatsächlich viel näher dran als vielleicht Grundlagenforscherinnen, die mit so einem langen Vorlauf Dinge entwickeln. Also kommt jemand regelmäßig zu euch und greift eure neuesten Ergebnisse ab? Ja, das sowieso, denke ich. Ne? Also ich glaube, kommt hier noch auf welchen der 6 Layer Ebenen man publiziert, aber manche von unseren Forschungsergebnissen werden sehr bewusst von der Industrie wahrgenommen. Ne? Also gerade so, was Thorsten Holz zum Beispiel macht, das hat direkt Einfluss auf Software-Sicherheit bei Intel zum Beispiel. Ne? Der arbeitet mit Intel zusammen. Ja. Es gibt ja konkrete Projekte mit großen Firmen, also hier sowohl in der Umgebung, also auch aus den großen Tech-Kompanien, wo dann zusammengearbeitet wird und wo dann konkrete Forschungsfragen gelöst werden, die dann auch in die Entwicklung von Produkten reingehen. Also von der ersten Gründung durch die Horst Görz Stiftung um die 2000er Jahre bis zum Exzellenzcluster ist ja wirklich verhältnismäßig wenig Zeit vergangen. Also dafür, dass das noch so jung war, sofort so ein Cluster aufzubauen, das zeigt ja, wie viel Dynamik da drin ist. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz schildern, was sozusagen der Fokus dieser ersten Förderperiode war, dass wir dann schauen, okay, was kommt jetzt in der zweiten? Aber wie hat das begonnen? Was war die Idee der ersten Förderphase? Also CASA. Den Antrag für die erste Förderphase haben wir so 2017, 2016 haben wir den begonnen zu skizzieren und uns zu überlegen, wollen wir das überhaupt? Das ist ja viel Arbeit insgesamt. Irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt, wir schreiben das Ding und mal schauen, was passiert. Und das war so die Zeit von diesen Snowden-Erhüllungen. Ich weiß nicht, ob sich da eine andere Hörerin da noch dran erinnert. Das war Edward Snowden, der hat ja damals von der NSA die Enthüllung gemacht und hat uns dann wirklich viele Insights gegeben über,
was für schlimme Sachen passiert sind. Und das hat uns damals zur Überlegung gebracht, können wir vielleicht zusammenfassen als Large-Scale Adversary, also großskalige Angreifer. Das sind so Angreifer, die systematisch Ziele angreifen, die sehr viele Ressourcen haben, aber die auch sehr gut ausgebildet sind. Und so als Beispiel haben wir immer gesagt, das ist die NSA zum Beispiel. Ne? Riesengroße Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten. Heißt meiste Anzahl von Mathematikerinnen, die eingestellt haben. Also wirklich tolle Expertise. Ne? Und jetzt wissen wir durch den Snowden Revelations, dass die wirklich auch tatsächlich sehr viele Cyberangriffe nicht nur auf die eigene Bevölkerung, auf alle gemacht haben. Und da war damals die Überlegung, das ist ein riesengroßes Problem für demokratische Prozesse, für kritische Infrastrukturen, für Unternehmen, aber auch für jeden Bürger, Bürgerin. Die Privatsphäre ist natürlich dann ein riesengroßes Thema. Und vielleicht so als Beispiel das war die Zeit von dem Hack von dem Bundestag, das Telefon von Angela Merkel war damals, ne? Die Bahn, Kraftwerke sind gehackt worden, das war so der Vibe damals. Ne? Und dann haben wir gedacht, dann schreiben wir diesen Antrag, unser Projekt CASA, wo wir vorgehen oder wo wir absichern wollen gegen diese großgradigen Angreifer. Und unsere Idee war damals, und das war relativ neu, dass wir damals 4 verschiedene Hubs gehabt haben, wo wir dann wirklich von den Grundlagen, kryptografischen Grundlagen, über das Hardware-Level, über das System-Level, aber dann auch die Benutzer mit einbezogen haben in unsere Forschung. Und dieser ganzheitliche Ansatz, das war relativ neu damals, dass wir interdisziplinär Projekte arbeiten und uns anschauen, was heißt das für Cybersicherheit. Und das konnten wir in Bochum auch machen, weil wir dann gerade schon die kritische Masse dafür hatten. Also wir waren jetzt so 15 Leute, 20 Leute. Das ist so die kritische Masse, dass wir das dann bei uns auch machen konnten. Und ich glaube, eine wichtige Person war damals die Professorin Angela Sasse. Die haben wir damals aus London haben wir die eingekauft, sage ich dazu. Ja. Die ist dann nach Bochum gekommen, haben wir dann überredet, nach Bochum zu kommen. So, das ist so die Persönlichkeit in Usable Aspects von der Cybersicherheit. Weltweit. Ne? Weltweit. Also Psychologin, Koryphäe, ne? Psychologin, Informatikerin, ganz tolle Forschungsarbeiten. Und die haben wir dann überredet, nach Bochum zu kommen. Und die hat dann quasi diesen Ansatz für Human Aspects hat sie dann hier mit eingebracht. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, weil wir hatten es vorhin ja schon mal erwähnt. Wir hatten gesehen, 6 Schichten, davon ist sozusagen mindestens eine Schicht sind wir selber, nämlich der Mensch. Was ist so das Besondere des Human-Centered Ansatzes? Also was ist der Unterschied zum Beispiel zu den üblichen Entwicklungen von möglichst sicheren kryptografischen Verfahren, die nicht knackbar sind oder so? Also es gibt ja so ganz, ganz breit gesprochen, ist ja so eine der Sachen, die Cybersicherheit auszeichnet, ist, man hat hier eine ganz lange Kette von Systemelementen. Es gibt, wie gesagt, kryptografische Algorithmen müssen sicher sein, aber am Ende muss ja auch das Passwort sicher sein. Ne? Oder man darf nicht auf den PDF-Anhang der Phishing-E-Mail klicken. Ne? Und das Besondere an der Cybersicherheit, wenn eine von diesen Kettengliedern nicht richtig läuft, gebrochen wird, bricht das ganze System zusammen. Ja, okay. Also sagen sind ja 10 Aspekte, die wir absichern müssen. Wenn Aspekt Nummer 9 unsicher ist, fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Und das ist in den meisten anderen Technikdisziplinen nicht so, muss man sagen. Ne? Ja, und wir hatten jetzt schon 2 Beispiele, eine Passwort oder nicht auf PDF-Anhang klicken, da ist der Mensch halt drin, also Human in the Loop. Und inzwischen muss man sagen, viele Angriffe, erfolgreiche Angriffe, und davon sind wir ja umgeben, das ist ja fast täglich, ne, irgendwie in der Presse, richtet sich eben gegen den Menschen. Ne? Und das war eine Einsicht, die Kollegin Angela Sasse hatte das eben weltweit eingeführt, Mitte der 90er Jahre. Und ganz lange hat diese Community isoliert von den Technikwissenschaften operiert. Und wir in Bochum sind sicher eine der Plätze weltweit, wo wir die sehr erfolgreich zusammengeführt haben, dass eben so Leute wie der Eike Kills und ich jetzt auch mit den angewandten Psychologen, mit den Soziologen zusammen Projekte machen. Ne? Und wie gesagt, man muss eben jedes Kettenglied absichern. Und wenn ein Kettenglied kaputt geht, fliegt einem die gesamte Cybersicherheit um die Ohren. Ne? Und das ist, glaube ich, diese entscheidende Sache. Und sowohl in CASA 1 als auch CASA 2 machen wir das sehr erfolgreich, glaube ich. Ja.
Muss vielleicht auch dazu sagen, so diese interdisziplinäre Forschung, das hört sich immer sehr gut an und sehr einfach. Ne? Man tut einen Ingenieur zusammen mit einem Psychologen in den Raum und dann lasst ihr mal arbeiten, aber so einfach ist es ja nicht. Ne? Es gibt verschiedene Sprachen und es gibt verschiedene Arten zu arbeiten und also interdisziplinäre Forschung ist alles andere als trivial. Und jetzt haben wir hier wir waren in der tollen Position, dass wir schon sehr viel Erfahrung haben mit interdisziplinärer Forschung von unseren Spielprojekten, die wir damals gemacht haben, SecHuman und den anderen Projekten. Und das hat uns dann sehr geholfen. Also wir haben sehr viele Instrumente, haben wir an der Hand bekommen, um wirklich interdisziplinäre Forschung zu machen. Wir sind jetzt am Übergang von der ersten zur zweiten Förderphase. Was sind die Erfolge, über die ihr uns berichten könnt? Also ein großer Erfolg ist sicherlich, dass Bochum jetzt beteiligt war an den neuen Standards für kryptografische Verfahren, für Verschlüsselung und für digitale Signaturverfahren. Da gab es 2017 gab es so einen Call von der NIST, an dem CASA sich beteiligt hat, für neue Verfahren, die dann auch sicher sind gegen Quantencomputer. Vielleicht zur Einschätzung oder um das zu verstehen. Quantencomputer, die wissen wir noch nicht, ob wir die bauen können, aber die Physik, die spricht jetzt erstmal nicht dagegen. Quantencomputer, wenn sie mal gebaut werden können, skalierbare Quantencomputer, können alle bisher verwendete Kryptographie brechen. Zum Beispiel das RSA-Verfahren, aber auch elliptische Kurve-Kryptographie können die relativ schnell brechen. Und dann hat sich Bochum daran beteiligt, Wissenschaftler aus Bochum haben sich daran beteiligt, an diesem Standard. Und tatsächlich ist dann auch im Jahr 2022 ist ein Standard ausgewählt worden. Und von den 4 Standards, die dann ausgewählt wurden, sind 3 von Bochum tatsächlich, von dem Peter Schwabe vom Max-Planck-Institut und auch von mir sind die mitentwickelt worden. Und die zeichnen sich halt dafür auch damit aus, dass sie sicher sind auch gegen Quantencomputer, weil sie halt auf einer relativ neuen Mathematik, auf sogenannten mathematischen Gittern beruhen und halt nicht mehr auf der Schwierigkeit von Faktorisieren von großen Zahlen. Also für den Laien übersetzt, wenn ich das richtig verstehe, sind Quantencomputer dadurch so mächtig, weil sie einfach unglaublich große Datenmengen berechnen können und deswegen auch den einen oder anderen Algorithmus irgendwie knacken? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist noch ein bisschen komplizierter bei Quantencomputern. Da könnte ich jetzt auch noch mal eine eigene Folge darüber aufnehmen. Quantencomputer ist jetzt normaler Computer, so eine Turing-Maschine, ist das ein Taschenrechner oder auch ein PC oder auch mein Telefon, bewegt sich mit Bits. Und ein Quantencomputer bewegt sich oder rechnet nicht mehr mit Bits, sondern mit sogenannten Quantenbits. Und das ist eine ganz neue Art zu berechnen. Jetzt ist das so, dass diese Quantencomputern ganz spezielle Probleme, wenige spezielle Probleme, sehr viel besser, exponentiell besser lösen können als klassische Computer. Und zu diesen Problemen, die sehr viel schneller lösen können, gehört nun leider auch das Brechen von der Kryptographie, wie es bis heute eingesetzt wurde. Noch ein paar andere Verfahren, ein paar andere Sachen, zum Beispiel in der Proteinfaltung und so weiter, da sind sie auch sehr nützlich, aber in der Kryptographie, in der IT-Sicherheit ist es nun mal so, dass jetzt die Verfahren gebrochen werden können. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir neue Verfahren entwickelt haben, für die das Brechen auch für Quantencomputer schwierig ist. Ne? Und da haben wir halt benutzt eine neue Mathematik, die bis jetzt noch nicht eingesetzt wurde, basierend auf mathematischen Gittern, wo sich dann auch Quantencomputern die Zähne dran ausbeißen, wenn sie die versuchen zu brechen. Und diese Verfahren, mittlerweile werden die auch eingesetzt. Ne? 2022 ist dieser Standard rausgekommen, mittlerweile wird das sehr viel benutzt. Und ich bin mir sicher, dass jetzt diese Podcast-Folge jetzt auch, wenn Sie die jetzt gerade hören, dann ist sicherlich auch Kryptographie Made in Bochum wird dabei eingesetzt, um die Kommunikation sicher zu machen. Und natürlich auch, wenn man seinen Browser benutzt und alles, was im Moment über digitale Leitungen geht, WhatsApp, wird sicherlich auch sicher. verschlüsselt mit unseren neuen Verfahren. WhatsApp, Signal und alles. Also es gibt jetzt schon, die Zahlen sind crazy, ne? Da gibt es, ich glaube, mehrere Milliarden Verschlüsselungen pro Tag werden im Moment schon mit Bochumer Kryptographie, die eben der Eike und der Peter Schwabe entworfen haben, abgesichert.
Und Eike war vielleicht auch wieder sehr bescheiden. Also bei diesem Wettbewerb hat es ursprünglich 80 Einreichungen gegeben. Ja. Also 4 haben sich durchgesetzt, 3 aus Bochum. Wer waren da sonst noch Namen, die sich da beteiligt haben? Also alle Top-Unis, die man so Ja, kennt. also weltweit. MITs, Ja. Das war ein US-Wettbewerb. Ja, Ne? Also ja. der wurde von der von der amerikanischen DIN, ne? Deutsches Institut für Normung, das US-Gegenstück, wurde das moderiert oder durchgeführt. Ja klar, die absoluten Top-Unis. Das ist viel Feind, viel eher. Ne? Was ist sozusagen das, was jetzt in der zweiten Phase tatsächlich noch hinzukommt zu dem, was diese 4 Säulen in Phase 1 ausgemacht hat? Genau, also in Phase 1 hatten wir 4 Säulen, 4-Schichten-Modell. Und in Phase 2 haben wir dann festgestellt, das reicht einfach nicht mehr. Und die Beobachtung dass die Angreifer haben sich weiterentwickelt. Zur gleichen Zeit haben wir neue Technologien dazu gekriegt, also künstliche Intelligenz zum Beispiel, Large Language Models, Quantencomputer sind jetzt was jetzt immer mehr vielleicht in die Realität kommt, Blockchains, also sehr viel mehr neue Technologien, aber auch die dritte Säule ist vielleicht die fortschreitende Digitalisierung. Also soziale Medien sind ja wirklich allgegenwärtig. Wir haben ein digitales Gesundheitssystem und Cyber-Physical Systems sind wirklich auch eine große Sache. Und die 3 ganzen Sachen zusammen haben wir dann festgestellt, okay, die 4 Schichten reichen nicht aus, wir brauchen neue Schichten, die wir betrachten. Also einmal die Society, ne, und so eine Netzwerkschicht haben wir das genannt. Und und ich glaube, das hat uns auch, Eike und ich und Gassan und die Angela Sasser, als wir jetzt in den Nachfolgeantrag Casa 2 geschrieben haben, ist uns auch, glaube ich, erst bei der Planung klar geworden, dass es eben nochmal ein Unterschied ist, ob man nur in Gänsefüßchen auf das menschliche Verhalten guckt oder wirklich auch die gesellschaftliche Schicht einbezieht. Vielleicht ein gutes Beispiel ist Wahlbeeinflussung. Ja. Das in dem Sinne macht keiner einen Fehler, da klickt keiner auf einen PDF-Anhang. Trotzdem gibt es aber Missinformationen. Und das ist, also jetzt in unserer Sichtweise, ist das eigentlich nochmal eine neue Bedrohungslage, die eigentlich auch das Themenspektrum der Cybersicherheit erweitert. Das ist ein bisschen außerhalb von dieser rein technischen, algorithmisch getriebenen, wir machen sichere Betriebssysteme oder wir machen auch sichere Passwörter. Das ist eigentlich eine andere Bedrohungslage. Und das ist, glaube ich, vielleicht so das plakativste Erweiterung in Casa 2. Und wir haben auch dementsprechend ganz, ganz tolle Kollegen die letzten Jahre eingestellt, die genau auf dem Thema auch arbeiten. So ein weiteres Beispiel ist vielleicht das Erkennen von Deepfakes. Das war vor Ein sehr aktuelles 10 Thema. Jahren. War das kein Thema. Ne? Da gab es noch nicht die entsprechenden Algorithmen, die Deepfakes machen können. Jetzt ist es allgegenwärtig und wirklich wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren. Erkennen von Deepfakes haben wir sehr viele Leute, die daran arbeiten, die schauen können, ob ein gegebenes Bild, ob das jetzt KI generiert ist oder nicht. Ja. Super wichtig. Das ist Thema dann auch also wir sehen es ja im Iran-Krieg zum Beispiel, wo dann gefragt wird, sind die Bilder, die wir da sehen, eigentlich echt? Sind das echte Satellitenbilder oder sind die gefaked? Und das geht natürlich bis in die gesellschaftlichen, sozialen Bereiche rein, wo wir das ja auch sehr stark diskutieren. Jetzt ist sozusagen einmal natürlich so ein Leuchtturm ist immer so ein schlechter Begriff, weil der signalisiert ja eigentlich, bleib hier weg. Jetzt ist sozusagen so ein Cluster ja eigentlich ein Signal, kommt hier hin. Inwiefern seid ihr vernetzt mit Forschung in der Nähe, aber auch sozusagen weltweit? Also was ist sozusagen die internationale Vernetzung, die euch vielleicht ausmacht, die euch auch stark macht? Wie holt ihr Leute hierher oder müsst ihr das gar nicht mehr, weil ihr einfach sehr gut zusammenarbeitet mit anderen Institutionen? Also wie organisiert man so ein globales Thema wie Cybersecurity eigentlich? Ja, bei unserer ersten Förderperiode bei Casa 1, da waren wir tatsächlich, wir haben nochmal gezählt, da war einer von 21 PIs war international. Einer. Eine Quote von 5%. Okay. Bei unserem neuen Projekt, bei dem Nachfolgeantrag, sind es dann tatsächlich 40% gewesen. Das heißt, wir sind sehr, 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 sehr viel internationaler geworden. Und wir haben einfach versucht, international die klügsten Köpfe einzustellen. Und da sind wir über keine Grenzen, haben uns da aufgehalten. Ne? Wir haben von allen Kontinenten haben wir hier Leute aus sehr vielen verschiedenen Nationen, aus Mauritius, aus den Vereinigten Staaten, aus Israel, aus Australien, Korea. Korea, von überall her, ganz Europa.
Und da haben wir wirklich, das war wirklich ein Riesenunterschied. Ne? Die klügsten Köpfe in ganz Europa und in ganz der Welt sind dann nach Bochum gekommen. Weil Sie das schon kannten, weil Sie einfach wussten, in Bochum ist sozusagen der Ort oder im Ruhrgebiet der Ort, wo da ganz maßgeblich geforscht wird? Oder musste man da auch ein bisschen Werbung machen für den Standort? Also ich glaube, jeder internationale Hire, ne, also internationale Einstellung ist ein Kampf, das muss man sagen. Ne? Und die Leute, die wir haben, die haben alle Angebote von den Top-Unis in Europa und auch in den USA, ne, und darüber hinaus. Und klar, ich glaube, ohne diese über 20-jährige Aufbauarbeit wäre uns das nicht geglückt, aber es ist, wie gesagt, kein einziger Hire ist normal ein Elfmeter. Ne? Du musst immer überzeugen und Bochum überzeugt, aber das ist eigentlich auch diese interessante Sache. Ne? Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? Success creates success. Und wahrscheinlich der zweite internationale Hire war immer noch schwer gewesen, aber jetzt kommen die hin und auch die Amtssprache in unserer Fakultät, Informatik, ist Englisch. Ne? Man darf mehr oder weniger nicht Deutsch sprechen und das macht die Sache natürlich zugehend einfacher, muss man sagen, weil die direkt, wenn die hier Faculty, also wenn die Interviews haben, sind die Hälfte der Leute können kein Deutsch sprechen, ne, weil die einfach nur Englisch sprechen. Ne, die sprechen mit Leuten aus Australien und Israel und Südkorea. Ne. Das ist natürlich eine super Sache. Und inzwischen ist es einfacher geworden, aber gerade die ersten Hires, das war harte Arbeit. Ne. Das glaube ich. Ja. Ich denke auch, dass die Möglichkeiten hier, das finden die Leute sehr attraktiv. Also man hat ja nicht nur man ist ja hier nicht individuell ein Forscher, eine Forscherin, die an ihrem Thema arbeitet, sondern man kann ja mit so vielen Leuten interagieren. Und ich glaube, das ist das, was wirklich hier diesen Standort ausmacht. Ja. Muss auch sagen, international, was wirklich ein guter Faktor ist, also wir verstehen uns alle wirklich gut. Also es ist eine sehr, sehr, sehr gute Atmosphäre. Und das ist jetzt erstmal nicht überall gleich gegeben. Also wir gehen sehr kollegial miteinander um, wir helfen uns gegenseitig aus. Es ist wirklich eine sehr gute Atmosphäre. Ich komme jeden Morgen gerne zur Arbeit, sag ich mal. Und wir hatten sicher schon auch mehr als ein Hire, auch international Hire, die vorhin kamen, Bochum ist wissenschaftlich stark, aber wo liegt Bochum auf der Landkarte sozusagen? Und dann machen wir ja große Interviewprozesse, die sind typischerweise 2-3 Tage hier. Und es war mehr als einmal, die sind rausgegangen, gesagt, die Atmosphäre ist so toll, ich will hier hin. Also und dann diese Mischung aus internationaler Spitzenforschung mit wirklich super kollegiale und sehr, sehr positiv besetzte Arbeitsatmosphäre hat da mehr als einmal, glaube ich, einen Ausschlag gegeben. Ja. Das war ja auch das, was zum Beispiel die Frau Havenit in der Folge 2 ganz deutlich nochmal rausgearbeitet hat, wie wichtig ihr auch ein Lebensarbeitsumfeld auch ganz speziell für Frauen zu schaffen, wo es sich wirklich lohnt hinzukommen, wo man aber auch eine Infrastruktur schafft, dass auch das andere im Leben, nämlich das Private oder auch das Familiäre eben eine Rolle spielt. Ist das bei euch auch so? Habt ihr da spezielle Programme jetzt für Wissenschaftlerinnen ganz speziell oder auch für Double Career Möglichkeiten, weil das ja sicherlich für die internationalen Hires auch immer eine Rolle spielen könnte? Also CASA hat diverse Programme für junge Forscher, junge Forscherinnen, aber auch für Frauen, für diverse Maßnahmen um die Diversität in CASA zu hören. Das ist jetzt nicht nur der Frauenanteil, das ist auch der internationale Anteil. Da haben wir mehrere Programme. Was CASA, glaube ich, da ausmacht, also der Cluster da ausmacht, ist, dass wir ein eigenes Diversity Board haben. Also ein Diversity Board, wo dann Leute drin sitzen. Die haben ein eigenes Budget, die können sich dann selbst Maßnahmen überlegen, die haben auch ein Stimmrecht, wenn es wirklich um die Verteilung von Projekten geht. Bei CASA geht es ja dann viel um Forschung und Projekte werden kompetitiv vergeben mit Anträgen und dann gibt es ein Management Board, das es dann entscheidet und da hat das Diversity Board hat da ein eigenes Stimmrecht drin. Ne? Sowohl das Diversity Board als auch das Early Career Researchers Board. Und dann machen wir mehrere Sachen, um hier auch den Frauenanteil zu erhöhen. Insgesamt ist der relativ gut bei uns. Also wir liegen bei 30%, hört sich jetzt nicht so toll an, aber wenn man mal vergleicht, international mit einer Informatikfakultät ist 30% schon sehr gut, finde ich. Ja. Und da haben wir wirklich in den letzten Jahren auch darauf hingearbeitet, dass wir sehr viele talentierte Frauen auch relativ jung noch, also als Early Career Researchers hier anstellen und dann hier mit diversen Programmen dann auch
mentoren und begleiten, sodass sie dann sich optimal entwickeln können. So eine Sache, die wir hier haben und die relativ gut funktioniert hat, würde ich sagen, ist auch so ein Leuchtturm wieder, ist unsere Women in Security and Cryptography Conference, WISC. Die ist jedes zweite Jahr, findet die hier statt in Bochum. Und das Konzept ist eigentlich, dass wir da Frauen einladen, wirklich tolle Leute, also internationale Stars. Die Shafi Goldwasser war da, Turing Award-Winnerin, also wirklich tolle Leute. Und die geben dann Vorträge hier. Und dann haben wir hier eine tolle Community, die sich dann dann auch über Rollenmodelle sich hier weiterentwickeln kann. Und da die Zielgruppe sind weibliche Doktoranden international. Und das haben wir jetzt, glaube ich, schon 3-mal gehabt. Ne? Alle 2 Jahre ist das und da bildet sich auch eine Community. Und da sieht man das schon die ersten Erfolge. Ne? Die Leute, die dann die ersten Teilnehmer waren, die inzwischen schon Nachwuchsprofessorinnen an tollen Unis geworden sind. Du sagtest ja auch Dual Career, vielleicht kann man das zu sagen. Ich glaube, wie Eike sagt, wir leben das auch wirklich, diese Diversität hier. Und ein ganz toller Erfolg vor knapp 2 Jahren haben wir die Camille Troncoso und die Rebecca Oberdorf, das ist ein Ehepaar, 2 Frauen gewinnen können aus der Schweiz, beide absolute Spitzenforscher, die kamen mit 2 kleinen Kindern und wir waren so welcoming und hatten eben auch die Mechanismen hier in place, wie man so schon sagt, die existierten, um den 2 sehr attraktive Stellen zu schaffen, aber auch das Gesamtpaket, dass wir internationale Kindergärten haben und so weiter und viele andere Standorte schaffen das nicht, muss man sagen. Ne? Und wie gesagt, wir nehmen das sehr ernst und dass wir jetzt 2 tolle Frauen gekriegt haben dadurch, ist glaube ich, ein gutes Beispiel, wie wir ticken oder wie wir funktionieren. Okay, schließen wir den Kreis. Das Ganze hat ja begonnen mit einer unternehmerischen Vision von dem Horst Goertz oder der Horst Goertz Stiftung, mit dem Ziel, tatsächlich auch an die Wirtschaft zu denken, sozusagen Wissenschaft sozusagen nutzbar zu machen für Industrie und so weiter. Und ihr hattet ja gesagt, dass ihr auch eng zum Beispiel mit Unternehmen zusammenarbeitet. Jetzt beginnt ja der wissenschaftliche Nachwuchs vielleicht erstmal mit dem Ziel, in der Wissenschaft auch zu bleiben, eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Aber gerade bei diesen Themen bietet sich ja quasi an, auch über Spin-offs nachzudenken, also Ausgründungen aus der Universität heraus oder ein eigenes Cybersecurity-Startup zu gründen. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick darauf, inwiefern ist das ein Aspekt, der bei euch eine Rolle spielt und wie fördert ihr das vielleicht nochmal? Oder ist das eher dann eine unliebsame Konkurrenz, wo ihr sagt, ihr haut jetzt mit den besten Ergebnissen ab und treibt die irgendwie viel Geld auf den Markt? Nee, gar nicht. Also das ist auch ein bisschen vielleicht wie die Gründung vom HGI, dass man so im Nachhinein hat man Glück gehabt, ne? Weil kurz nach der HGI-Gründung, Anfang der Nullerjahre, haben sich direkt 4 Startups entwickelt, ne, auf verschiedene. Eine war tatsächlich auch ausgegründet von der Ruhr-Uni, witzigerweise, die ISITS AG. Und dann 2 von Professoren und eine von einem Doktoranden, also 4 Startups. Und das war kurz nachdem die Internetblase geplatzt war, wo alle sagten, macht alles, bloß nichts im Internet, Security-Bereich, eine Startup. Und die waren super erfolgreich. Also die haben alle, glaube ich, die haben alle tolle Exits. Ne? Die wurden dann Google verkauft, dann Bush verkauft, Rode Schwarz und TÜV auch. Ne? Und mit dieser Expertise hat sich diese Kultur eingebürgert bei uns, dass es cool ist, Startups zu machen. Okay. Und jetzt mal fast forward, ne? 2026. Wir haben knapp 30 Startups in Cybersecurity. Das ist die größte Anzahl in Deutschland im Cybersecurity-Bereich. Also das ist jetzt nicht Berlin oder auch nicht München im Cybersecurity-Bereich. Wir haben jetzt auch seit fast 10 Jahren haben wir einen Spezialinkubator, Cube 5, der kümmert sich nur um Ausgründung im Cybersecurity-Bereich. Und so ein bisschen wie andere Themen, dass es bei uns, ich sage jetzt mal, ganz cool ist, interdisziplinär zu arbeiten, dass es cool ist, sich für Diversität einzusetzen, ist es auch cool bei uns unter den Professoren Startups zu machen. Okay. Und das ist ganz viel, ist einfach Kultur, wie das gelebt wird und das kriegen halt Studenten und spätestens Doktoranden mit. Das heißt, ganz viele denken darüber nach, viele machen es nicht, ne? Aber wir produzieren jedes Jahr ein paar Startups und die allermeisten waren bisher erfolgreich gewesen. Und jetzt die frühen, die verkaufen zum Beispiel die S-Script, die hatte ich ausgegründet mit einem Kollegen. Die wurde dann an Bosch verkauft. Wir waren da vor 20 Jahren damals die Ersten, die Cybersicherheit im Auto gemacht haben. Und Bosch hat die damals kleine Firma auf 400 Leute hochgefahren. Und das ist jetzt die größte Gruppe weltweit, die sich um Cybersicherheit im Auto kümmert. Also das ist auch so Real-World-Impact
könnte fast nicht besser sein. Ne? Und die haben inzwischen den Standort hier groß in Bochum aufgebaut und so weiter. Also das sind auch, ich sag mal, emotional sehr befriedigende Ergebnisse, die man sieht, dass man Definitiv. so viel positive Auswirkungen auf die Welt hat, ne? Weil die jetzt unheimlich viele Autos, deutsche und internationale Hersteller fahren mit Kryptographie im Bochum rum, ne? Unter Andershood, ne? Genau. Hier kleiner Werbeblock zum Abschluss noch. Die letzte Folge, für die Sie noch nicht gehört haben, die hat sich ja mit den Start-up-Förderprogrammen der Ruhr-Universität Bochum und der TU Dortmund beschäftigt. Da gehen wir nochmal ganz ausgiebig darauf ein, für alle, die das noch vertiefen wollen. Okay, kommen wir zum Abschluss und zum kleinen Ausblick in die Zukunft. Was ist vielleicht in aller Kürze das, was als nächstes auf uns zukommt? Worauf müssen wir uns einstellen? Ja, vielleicht so die 2 großen Themen, die wir auch in CASA 2 natürlich als so Zukunftsthemen identifiziert haben, ist natürlich künstliche Intelligenz, ne, oder ML, Machine Learning, riesiges Thema. Und inzwischen ist es so, dass innerhalb von ganz wenigen Jahren, also fast alle, wir sind ja knapp 40 Professoren, die hier arbeiten und Nachwuchsforscher, fast alle irgendwie eine Berührung zum maschinellen Lernen haben, ne, was, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht so war, ne, fast alle Projekte. Und das sicher nicht alle, aber viele von uns sich die ganze Quantenproblematik angucken. Quantencomputer, Postquantenkryptographie und Kryptographie. Und ich glaube, ML ist auf jeden Fall eine Sache und Large Language Model ist eine Sache, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Ist aber auch ein Fun-Thema, ist also auch ein wissenschaftlich ein dankbares Thema, das muss man auch sagen. Ne? Das heißt, für den Nachwuchs gibt es genug zu tun und genügend auch wissenschaftliche Felder, die zu bearbeiten sind. Keiner wird sich langweilen bei uns. Ja. Okay, das ist ein Versprechen. Und dass es nicht langweilig wird, auch in der Exzellenzinitiative, das sehen wir ja in der nächsten Folge, die wird dann stattfinden, nachdem die eigentliche Begehung passiert ist. Da werden wir dann die beiden Rektoren wieder hier haben, Professor Manfred Bayer und Martin Paul von der Uni Bochum und der TU Dortmund, die uns dann berichten, wie sozusagen die Begehung war und vor allen Dingen die Fragen von euch Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörern beantworten. Deswegen heißt die Folge Ask Me Anything und ihr habt die Gelegenheit, unter den Shownotes die Kontakte zu nutzen, um uns eure Fragen zu schicken, die wir dann beantworten. Wir danken ganz herzlich euch beiden als Gäste und ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, darüber weiterzusprechen. Wir machen jetzt trotzdem hier einmal den Hut auf und freuen uns dann auf die nächste Folge und die Begehung. Vielen Dank.